In diesem Guide zeige ich euch, wie ihr euch die 4 dunklen Operationen-Visitenkarten von Season 5 in Kowakuyo holt. So holt euch die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 36 Maniki Mech. Ihr müsst dafür zuerst Felsen, die in Lava vorbeischwimmen, zerstören und 4 Klaus-Teile einsammeln. Die Teile können im Küchentrakt, bei den Ställen und im Blumengarten droppen. Das erste Teil habe ich immer erst ab Runde 6 gefunden. Wenn ihr einen Felsen zerstört und ein Teil droppt, liegt es am Ufer. Die Teile droppen nicht aus jedem Felsen und gefühlt auch erst wieder nach 1 bis 3 Runden, nachdem ihr eins eingesammelt habt. Zerstört einfach immer wieder die Felsen und haltet nach den orange umrandeten Teilen Ausschau, bis ihr alle 4 gesammelt habt. Ihr müsst 2 Arme und 2 Beine finden. Am einfachsten geht das beim Blumengarten. Dort schwimmt alle paar Minuten ein Felsen vorbei. Entweder schwimmt er hinter Irrlichtee entlang oder im schmalen Lavafluss in der Mitte. Habt ihr die 4 Teile gesammelt, schwimmt der Körper von Klaus rechts neben Irrlichtee ans Ufer. Ihr könnt jetzt damit interagieren und müsst dann einen Klaus besiegen. Habt ihr ihn besiegt, liegt sein Körper ein Stück vor Irrlichtee in der Wiese. Interagiert ihr damit, werdet ihr in einem Rhino-Anzug auf eine Insel teleportiert und müsst dort ein Scheusal und einen Bär killen. Haltet einfach Abstand und haltet im Dauerfeuer drauf. Habt ihr beide besiegt, werdet ihr zurück teleportiert und bekommt die Visitenkarte als Belohnung. Ihr könnt jetzt auch beim Körper von Klaus den Roboter als Punkteserie für den Rest des Spiels immer wieder für 1750 Schrott kaufen. So holt euch die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 37 Kaiju-Kumpel. Dafür müsst ihr den Kowakuyo-Bosskampf in Runde 100 oder höher abschließen. Aktiviert am besten so viele Relikte, dass Relikt Stufe 3 aktiv ist, um Packer Punch Stufe 4 freizuschalten. Nehmt auf jeden Fall das Grammophon mit, um beim Boss noch mehr Schaden zu machen. Ich empfehle euch einen Bauplan für das LMG Sokol zu erstellen. Damit habe ich mit Abstand den meisten Schaden beim Boss gemacht und hatte nie Probleme mit Munition. Ihr findet den Waffenbaucode mit meinem Loadout in der Beschreibung. Rüstet den Ätherschleier aus. Erstellt euch für den Bosskampf ein Kaugummi-Paket mit Auffüllen, Regentropfen und Schildburger. Alternativ passt auch Instakill statt Regentropfen oder Schildburger. Rüstet euch die gezeigten Augmentierungen für eure Extras aus. Rüstet noch für den hirnvolle Munitionsmod beißende Dämpfe, Erweiterung und Dynamik aus. Und für Lichtheilung Auffrischung, längeres Leben und zusätzliche Stärke. Und für den Ätherschleier Äthersprint oder im Koop Gruppenschleier Extraladung und Erweiterung. Macht so früh wie möglich die Schritte fürs Easter Egg, bis ihr den Bosskampf starten könntet. Holt euch durch TED-Aufgaben oder indem ihr immer wieder die Mr. Peak Spots ablauft alle dauerhaften Extras. Zieht die Sokol aus der mysteriösen Kiste und packt den hirnvolle Munitionsmod drauf. Legt euch auf den ersten oder zweiten Waffenslot eine Einhandwaffe zum Selbstwiederbeleben. Als dritte Waffe ist die Wunder Miau Miau für High Rounds und die Onis beim Boss gut. Verbessert alle Waffen bis zum Boss so hoch es geht. Gönnt euch dann noch so früh es geht die goldene Panzerung. Belebt euch, falls ihr mal down geht, direkt mit eurem Selbstwiederbelebungskit wieder, damit ihr eure Selbstwiederbelebungen für den Bosskampf behaltet. Verbessert am besten die Fallen auf der Karte 4-mal, dann habt ihr es in High Rounds leichter. Einen kurzen Guide dazu findet ihr in der Beschreibung. Am einfachsten ist es solo in High Rounds Runden im zentralen Hof oder über die ganze Karte zu laufen. Schießt immer wieder kurz mit der Sokol in die Menge, um einen Zombie zu mutieren. Aktiviert dann immer wieder Fallen und lauft daran vorbei. Die killen fast alles alleine und sind kostenlos. Schießt während dem Laufen zusätzlich dauernd aufgeladene Schüsse mit der Wunder Miau vor euch. Nutzt auch dauernd die Punkteserien, die Spezialgegner fallen lassen. Alternativ könnt ihr euch Koop auch bei den Onsenbädern oben aufs Dach stellen. Platziert dort dauernd Giftpflanzen und schießt aufgeladene Schüsse mit der Wunderkatze vor euch. Sammelt so bis Runde 90 so viel Schrott wie ihr könnt. Mit so 25.000 Schrott könnt ihr von Runde 90 bis Runde 100 durchgehend Kasimir-Granaten werfen und nachkaufen. Bereitet euch dann final auf den Bosskampf vor. Holt euch für die Sokol jetzt den Lichtheilung-Munitionsmod. Zieht die Kaugummis für den Bosskampf und holt euch die Maniki-Bombe oder Kasimir-Granaten und eine Kriegsmaschine. Einen ausführlichen Guide zum Bosskampf findet ihr in der Beschreibung, hier sind aber einige Tipps. Der Boss macht ab Runde 100 schon ab Anfang an die Tornados, die durch die Arena fliegen, die er normalerweise erst ab der 3. Phase macht. Die erste Immunphase vom Boss kommt auch schon, nachdem ihr ihm 15% seiner HP abgezogen habt. Ab jetzt schießt er auch schon, wenn er seinen Angriff auflädt, 2 Strahlen statt einen. Die zweite und letzte Immunphase kommt dann, wenn ihr ihm 50% seiner HP abgezogen habt.
Ansonsten bleibt beim Bosskampf alles wie gewohnt. Nehmt allgemein beim Laufen am besten eure Einhandwaffe oder Wunderwaffe. Das LMG ist nur auf Schaden ausgelegt und ihr seid damit recht langsam. Lauft in der Arena am besten ganz außen große Runden, bis die Onis spawnen. So bleibt euch mehr Platz zum Laufen, wenn der Boss eine gerade Linie durch die Arena zieht und den Boden zum Glühen bringt. Konzentriert euch immer sofort darauf, die Onis mit den Flaggen zu killen, alle Flaggen zu platzieren und einzunehmen. Nutzt zum Einnehmen der Flaggen eure Kasimir-Granaten oder Maniki-Bomben und wenn es mal zu knapp wird, den Ätherschleier. Erst wenn ihr alle Flaggen eingenommen habt, könnt ihr bei einer stehen bleiben und es baut sich ein Feld auf, in dem ihr unverwundbar seid und mehr Schaden macht. Nutzt, wenn ihr Koop spielt, in jeder dieser Damage-Phasen einen Insta-Kill-Kaugummi oder Regentropfen. Spielt ihr Solo, nutzt eure Kaugummis in den letzten beiden Phasen. Lauft, wenn der Drache den Boden in der Arena zum Glühen bringt, hinter einen Felsen, wo der Boden nicht glüht. Nutzt dort die Kriegsmaschine, eure Taktikgranate oder den Ätherschleier, um die Stellung kurz zu halten. Der Boden glüht nur für ein paar Sekunden. Nach der ersten Immunphase vom Boss erscheint ein Dravaka-Siegen auf einem Podest. Sammelt den erst ein, wenn der Boss wieder verwundbar ist und die leuchtenden Kreise am Boden erscheinen. Ihr baut dann sofort ein Feld auf, in dem ihr wieder unverwundbar seid und mehr Schaden macht. Nutzt den Kalteris-Siegen, der danach spawnt, um eure Granaten wieder aufzuladen und für 45 Sekunden mehr Schaden zu machen. Ein komplettes Gameplay mit meinem Solo-Bosskampf in Runde 100 findet ihr in der Beschreibung. Habt ihr den Boss besiegt, bekommt ihr die Visitenkarte. So schafft ihr in Kowakuyo easy das Takeo Easter Egg und holt euch die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 38, die Wiedervereinigung. Wählt dafür Takeo als Operator. Startet das Spiel im Standardmodus, da halten die Gegner weniger aus. Nehmt euch eine Psychotropgranate mit. Holt euch auf jeden Fall Panzerung auf mindestens Stufe 1. Extras oder Kaugummis bringen euch bei der Herausforderung nichts. Aktiviert Pack-a-Punch. Werft dann eine Psychotropgranate vor den Aufgang von Pack-a-Punch und lauft in die Giftwolke. Lauft in die Geister von Takeo, die in der Nähe spawnen, bis einer ein Katana fallen lässt, das dann im Boden steckt. Falls ihr das Katana nicht schnell genug findet oder das Easter Egg nicht schafft, könnt ihr das Spiel speichern und beenden. Beendet dann die aktuelle Runde und versucht es nochmal. Spielt ihr Koop, kann nur ein Spieler das Easter Egg machen. Nehmt das Katana auf und ihr werdet in eine Erinnerung von Takeo teleportiert. Hebt euch die Panzerplatten für die letzte Arena auf. Killt die Höllenhunde und folgt dem Weg zum nächsten Spot. Killt, sobald ihr die Arena betretet, die brennenden Zombies und wechselt dabei immer wieder die Seite in der Arena, damit ihr nicht zu lange in der Nähe von einem seid. Die Zombies machen euch Schaden, wenn ihr zu lange in ihrer Nähe seid. Lauft und springt weiter zur letzten Arena und füllt eure Panzerplatten auf. Nutzt hier, wenn mehrere Gegner auf euch zukommen, den schweren Schlag. Damit erwischt ihr alle auf einmal. Sobald sich leuchtende Kugeln in der Arena zusammenziehen, haltet den schweren Schlag gedrückt und stellt euch in die Mitte, wo die Kugeln zusammenlaufen. Macht direkt den schweren Schlag auf den Kopf vom Oni, sobald er spawnt. Rutscht und lauft dann in der Arena Runden und greift den Oni immer einmal mit dem schweren Schlag an, sobald er einmal angegriffen hat. Geht dafür immer so nah ran wie es geht, sonst trefft ihr ihn nicht. Habt ihr den Oni besiegt, seht ihr noch eine kurze Sequenz und bekommt die Visitenkarte und ein Katana. So holt euch die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 39 Shogun. Dafür müsst ihr mindestens die Relikte Walkürenhelm und Puppengeschütz aktivieren und bis Runde 51 überleben. Einen Guide, wie ihr euch die Relikte holt, findet ihr in der Beschreibung. Aktiviert am besten so viele Relikte, dass Relikt Stufe 3 aktiv ist, um eine höhere Chance zu haben, Mr. Peaks mit einem goldenen Ei zu finden. Nehmt euch am besten Kaugummis zum Zerstören mit oder welche, um schnell Geld zu machen. Ihr startet das Spiel wegen dem Puppengeschütz ohne Panzerung und es droppen auch das ganze Spiel über keine Panzerplatten. Ihr könnt euch nur direkt die goldene Panzerung für 45.000 Punkte kaufen. Speichert und beendet das Spiel nicht mehr, sobald ihr die goldene Panzerung gekauft habt. Ihr habt sie sonst nicht mehr, wenn ihr das Spiel neu ladet und könnt sie auch nicht nochmal kaufen. Zusätzlich könnt ihr nicht länger als 30 Sekunden in einem bestimmten Radius von ca. 20 Meter bleiben. Falls ihr das macht, knallt es, ihr bekommt Schaden und hinterlasst in dem Gebiet für einige Zeit ein Feld, das euch durchgehend Schaden macht, wenn ihr reinlauft. Lauft also egal auf welcher Map einfach große Runden und nutzt die Fallen, falls ihr Probleme habt.
Ich habe die Visitenkarte auf Kobakuyo gemacht und dafür die Fallen aufgewertet und dauernd benutzt. Einen Guide, wie ihr die Fallen auf die höchste Stufe verbessert, findet ihr auch in der Beschreibung. Sobald ihr Runde 51 erreicht, bekommt ihr die Visitenkarte.